Die regenerative Dekade beginnt. Wir brauchen 100% erneuerbare Energie, um das Klima zu stabilisieren. Das sagt Eurosolar, die wichtigste Organisation im Kampf für die Energiewende und den Klimaschutz in Europa. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei Leben mit der Energiewende TV. Warum das so wichtig ist und welche Schritte wir ergreifen müssen, um effektiven Klimaschutz und das Überleben der Menschheit zu sichern, das wollen wir Ihnen heute mit dem 10-Punkte-Plan von Eurosolar erläutern. Ich bin verbunden in Liechtenstein mit dem Präsidenten von Eurosolar, Peter Dröge. Herzlich willkommen, Herr Dröge. Guten Abend. Guten Herr Abend, Herr Dröge, Ferenski. wir befinden uns gegenwärtig auf dem Weg nicht zu 1,5, sondern eher zu 3 Grad Klimaerwärmung. Manche sagen, wir sind auf dem Weg zu 5 Grad Klimaerwärmung. Wir haben einen Prozess in Sibirien erlebt in diesem Jahr. Statt 18 Grad Durchschnittstemperatur haben wir 38 Grad erlebt. Die Permafrostböden in Sibirien tauen auf. Sie schreiben in Ihrem Papier, dass große Methanvorkommen in dem Erdboden dabei sind, sich zu lösen und in die Atmosphäre zu entweichen. Bei 5 Grad Klimaerwärmung ist das Überleben der menschlichen Spezies gefährdet. Ist das so oder ist das Alarmismus und Apokalypse? Es ist sicher so, es ist auch wissenschaftlich basiert. Ähm, die größte ähm, Wende, die je geschehen ist in der Geschichte der Menschheit, ist das Abschmelzen der Arktis. Es ist unser größtes ähm, Schaffen sozusagen in einem negativen Sinn, aber auch die dramatischste Ereignis, das vielen nicht bewusst ist. Durch das Einströmen heißer Luftmassen, durch das Aufheizen des arktischen Meeres, das sein Eis verliert, aber auch durch das Einströmen von atlantischem Wasser, warmem Wasser in die Arktis, geschehen dort Temperaturenveränderungen, die Stabilität der Methaneisformationen auch am Boden des Meeres und an den Abhängen des ostsibirischen Kontinental Shelves der Platte dort bedeuten. Und letzte Woche hat eben ein schwedisch-russisches Forschungsteam aus der Gegend berichtet, dass sie auch in der Tat Methaneisauflösung detektiert haben und dadurch höhere Methanwerte im Meereswasser entdeckt haben, bis zu 350 Meter Tiefe, 600 Kilometer vom ostsibirischen Küstenbereich entfernt. Das sind beginnende Anzeichen. Das ist noch nicht festgehalten in einem wissenschaftlichen Papier, aber es zeigt, dass der Prozess, den viele lange befürchtet und vorausgesagt haben, nun begonnen hat. Es bedeutet auch, dass wir ein nie vorher gesehenes oder auch angedachtes Fokussieren vor uns haben, unserer gesamten wirtschaftlichen Macht, unserer gesamten politischen Resolutionen, unserer gesellschaftlichen Fokussierung, aber auch natürlich unserer finanziellen und diplomatischen Anstrengungen, die in diese Richtung gehen müssen, um diese Stabilisierung des Klimas kurz-, mittel- und langfristig zu erreichen. Wenn wir das Auftauen der Permafrostböden erleben, wenn wir das Entweichen von Methan in die Atmosphäre haben, ist das Rennen dann gelaufen? Denn dann könnten wir ja in der CO2-Emission auf Null gehen und trotzdem würde so viel Emission entweichen, so viele Klimagase entweichen, dass das überhaupt nicht ausreichend ist. Ja, aber wir können natürlich jetzt nicht heute aufgeben, sondern wir müssen von der Position, von der wir agieren, einer Position der Stärke, des Erkennens, auch einer relativen wirtschaftlichen und politischen Stabilität, alles daran setzen, um das zu verhindern. Und die Chancen verringern sich natürlich täglich. Die Veränderungen sind so rapide, dass sie von einer Woche auf die andere schon sichtbar sind. Und von daher ist wirklich keine Zeit zu verlieren,
diese Veränderungen anzugehen, sie optimistisch und mit Resolution anzugehen, mit Energie und mit einem Vertrauen, dass wir es schaffen müssen, eine erlebbare Erde für unsere, nicht nur die zukünftigen Generationen, für uns selbst zu erhalten. Ich sagte es eingangs der Sendung, Klimaschutzziele weisen 1,5 Grad aus. Wir sind auf dem Weg in Wahrheit zu 3 Grad. Die Menschheit emittiert mehr CO2, jeden Tag mehr CO2. Es gibt keinen echten Klimaschutz. Viele Klimaforscher, sie sagen, wir sind auf dem Weg zu 5 Grad. Und das heißt, sind wir als menschliche Spezies dabei, uns innerhalb einer Generation auszurotten? Darum geht es heute. Wir sind in der Tat auf dem Wege dorthin, wenn wir den Pfad, den wir jetzt im Augenblick laufen, so weiterlaufen, dann ist es sicher, dass mindestens ein Drittel der Menschheit in wenigen Jahrzehnten kein Zuhause haben wird. Denn 3 Grad Temperaturanstieg, der projiziert wird beim Weitermachen, aus unserer Sicht viel zu optimistisch, denn es kalkuliert nicht solche Feedback-Effekte, wie wir sie jetzt in der Arktis sehen. Aber nehmen wir mal an, 3 Grad Anstieg weltweit. Das bedeutet über Land, also auf unseren Kontinenten, ja 7 oder 8 Grad Anstieg, denn dieser gemittelte Anstieg beinhaltet auch die Ozeane, die ja viel langsamer an Temperaturanstieg haben, kühlende Effekte haben. Von daher würde die Temperaturen in Europa 7, 6, 7, 8 Grad ansteigen. Das bedeutet auch, dass wir wissen, dass bestimmte Bereiche der Welt, wie praktisch die Hälfte von Südamerika, die Hälfte von Afrika, fast alle Bereiche in Indien, Südostasien, unbewohnbar werden im Sinne von heutigen Mitteln und Wegen. Das heißt, die Temperaturen würden da ansteigen auf Temperaturen, wie wir sie heute in der Mitte von der Sahara finden. Ein Drittel der Menschheit, das sind mehrere Milliarden Menschen, die ein neues Zuhause finden müssen. Außer wir machen Anstrengungen, das einerseits dadurch zu verhindern, dass die Klimaveränderungen langsamer ablaufen, dass wir Treibhausgase aus der Atmosphäre entziehen, dass wir aufhören, weiter auszustoßen, aber dass wir auch Menschen in anderen Teilen der Welt helfen, dort zu bleiben, wo sie im Augenblick wohnen. Nun gibt es Klimaschutzbemühungen und die Regierungen sagen, wir wollen in 20 bis 30 Jahren so weit sein, dass es keine CO2-Emissionen mehr gibt. Das ist ja das, was so als Vision kommt. Eurosolar sagt, das ist viel zu spät. Und ich zitiere aus dem Papier Regenerative Dekade, da heißt es, alle zentralen Systeme, insbesondere auch die, die auf atomaren Ressourcen basieren, sind angesichts der präzedenzlosen, unmittelbaren Bedrohung abzubauen und in eine Mobilisierung aller regenerativen Ressourcen für eine dezentral erneuerbare Vollversorgung abzulösen. Anders ausgedrückt, Herr Dröge, 20 bis 30 Jahre haben wir gar keine Zeit mehr. Das ist in der Tat so. Wir haben wirklich nicht Zeit, auf 2050 zu warten oder auf 2040. Wir können nur heute agieren mit dem Ziel, bis nächstes Jahr Dinge zu erreichen, die bedeutungsvoll sind. Die Dezentralisierung der Energiesysteme hat 2 Bedeutungen. Einerseits, sie erneuerbar zu gestalten und dadurch emissionsfrei und auch viel günstiger und unsere Wirtschaft und Beschäftigung stimulieren. Andererseits wissen wir, dass wir haben wir schon seit Jahrzehnten gewusst, dass durch den Anstieg von Temperaturen zentralisierte Energiesysteme unstabil werden, auch gar nicht mehr weniger fähig sind, Elektrizität überhaupt zu leiten. Wir wissen, dass wassergekühlte Atomreaktoren und auch Kohlereaktoren aufhören zu funktionieren, wenn das Wasser zu warm wird oder überhaupt verdunst. Das heißt, Resilienzmaßnahmen, Anpassungsmaßnahmen bedeuten auch eine Energiewende aus Gründen der Zivilschutzüberlegungen, dass man versucht, gefährliche Systeme, die einerseits nicht redundant sind und dadurch ausfallanfällig sind und andererseits
auch abgeschaltet werden müssen an höheren Temperaturen, die unweigerlich auftreten werden. Dass wir uns dran setzen müssen, unsere gemeinsame Zukunft aufrechterhaltenden Energiesysteme zu ersetzen. Die regenerative Dekade, wie können wir diese gestalten? Dafür hat Eurosolar einen 10-Punkte-Plan entwickelt. Dieser Plan liegt als Arbeitspapier vor. Sie können ihn im Internet abrufen. In der YouTube-Beschreibung dieser Sendung finden Sie einen Link zu diesem Arbeitspapier. Und weil das so bedeutend ist und weil das so klar formuliert ist, möchte ich Ihnen diese 10 Punkte vortragen in der Erläuterung mit Peter Dröge. Und egal, ob Sie Experte sind oder nicht, alle Menschen, die sich mit der Thematik nur im weitesten Sinne beschäftigen, werden verstehen, dass an diesen 10 Punkten kein Weg vorbeiführt. Wir fangen mit dem ersten Punkt an. Da heißt es erstens, das Einführen eines Klimaverteidigungshaushaltes für den rapiden Ausstieg aus fossilen Energien und Umstieg auf erneuerbare Energien. Dieser mag mindestens 5-10% des Bruttosozialproduktes ausmachen, ein 4- bis 8-faches des deutschen Verteidigungshaushaltes. Das heißt, wir brauchen alle finanziellen Ressourcen, um den Umstieg auf erneuerbare Energie und den Klimaschutz zu schaffen. Es geht ja nicht nur um die erneuerbaren Energien, es geht auch um die Umstrukturierung der Wirtschaft auf Mittel und Wege, in der sie mehr carbonhaltig werden, mehr fähig werden, CO2 und andere Treibhausgase der Atmosphäre zu entziehen, einen gesünderen Umgehen mit der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und auch überhaupt eine bessere Aufgleisung unseres Verkehrssystems, der Bauwirtschaft. All diese Dinge zusammen benötigen Finanzierung. Wir wissen, wessen wir fähig sind in der Corona-Krise, der Stabilitätsmaßnahmen unserer Wirtschaft. Diese Gelder sind nötig, um auch gleichzeitig die Wende zu einer regenerativen Wirtschaft zu schaffen und müssen so auch ausgerichtet werden. Nur so schaffen wir eine doppelte Zukunft durch die Corona-Krise, die ja nur kurzfristig ist und eigentlich fast verschwindend gering ist in ihrer Gefährlichkeit gegenüber der viel sicheren und manifesteren Klimadramatik. Die Gelder, die müssen wir gleichzeitig ausgeben für beide Zwecke. Und die Wirtschaft kann natürlich nur durch ein Fokussieren auf eine Verteidigungsposition, also das Bewusstmachen einer Mobilmachungsherausforderung geschehen. Denn nur so können wir tatsächlich uns mobilisieren im guten Sinne, gesamtgesellschaftlich, wirtschaftlich und so fokussieren, dass wir unsere Wirtschaft umstrukturieren auf einerseits erneuerbare Energien, das ist die Basis, die wir schaffen müssen, und dann auch andere Industriezweige von Lebensmittelherstellung, Landwirtschaft bis hin zur Forstwirtschaft, bis hin zur Bauwirtschaft und so weiter, umstrukturieren in Mitteln und Wegen, die wir schon kennen. Da ist keine neue Technologie nötig, keine neue Wissenschaft, da ist kein Warten nötig. Wir haben diese Technologien, wir wissen, wie wir es schaffen. Nur der Fokus, der gesamtgesellschaftliche Fokus ist nötig. Der zweite Punkt des Plans von Eurosolar. Zweitens, die Einführung einer Klimanotdiplomatie, die das Beenden kriegerischer Akte und Kriege im gemeinsamen Interesse im Kampf ums Überleben gegen den gemeinsamen Feind der Klimaerhitzung. Dieses beinhaltet einen europa- und weltweiten Klimamigrationsplan, denn Milliarden von Mitmenschen werden sehr bald nach einem neuen Zuhause suchen müssen. Das heißt, wir kriegen eine gewaltige Migrationswelle, dessen Dimension wir noch gar nicht abschätzen können. Und es gibt auch gar keine Spielräume mehr für kriegerische Konflikte der Menschen untereinander. Ja, im Augenblick sind wir wirklich nicht fokussiert. Wir sind nicht auf die tatsächlichen Bedrohungen fokussiert. Wir sind fokussiert auf fast lächerlich geringfügige Geplänkel, die uns diplomatische Energie rauben, auch militärische Kosten bedeuten. Mehrere Billionen an Euros werden jedes Jahr ausgegeben an militärischen Eskapaden, von denen ungefähr die Hälfte auf das Sichern von fossilen Energien ausgegeben ist und dadurch noch die sowieso schon hohe Subventionsblase für fossile
Energien noch fast verdoppelt. Das heißt, einerseits ist der Fokus nötig, weg von dem vermeintlichen Feind auf der anderen Seite des Mittelmeers oder hier oder da, auf jener Grenze, auf der anderen Seite dieser Pipeline oder auf diesem Mountain oder Bergzug im Himalaya, auf den eigentlichen Feind. Der eigentliche Feind ist diese fossil befeuerte Klimabedrohung. Krise kann man nicht sagen, denn eine Krise überkommt. Das ist eine Wand, auf die wir zurasen. Andererseits können wir uns auch nicht mehr erlauben, all diese Gelder auszugeben, Riesen von Summen auszugeben auf Mittel, die nur ein Ende finden im Abfeuern von Munition. Das ist auch nicht sehr produktiv. Daher sagen wir Klimadiplomatie, Fokus auf den gemeinsamen Gegner, ein Zusammenschließen, auch dem gegenüber, was unvermeidlich ist, das Strömen von vielen Menschen aus anderen Gebieten, die unbewohnbar wären oder weniger bewohnbar wären oder aus anderen Gründen verlassen werden müssen. Und dadurch auch wieder eine Reduktion der Spannungen und eine Reduktion der Risiken militärischer Konflikte hervorzurufen. Eine persönliche Bemerkung bei diesem Satz im Punkt 2, dem es heißt, Milliarden von Mitmenschen werden sehr bald nach einem neuen Zuhause suchen müssen, erübrigt sich meiner Meinung nach jegliche migrationsfeindliche Debatte in der Bundesrepublik. Das, was wir jetzt haben, ist ein Vorgeschmack auf dessen, was noch kommen wird. Und das werden wir nicht aufhalten können, Herr Dröge. Das heißt, wir können uns sozusagen jetzt schon klare Gedanken und Konzeptionen machen, wie wir die wachsenden Migrationsströme bewältigen. Da führt kein Weg vorbei. Das ist keine Frage der Entscheidung, ob wir wollen, dass das passiert. Das wird kommen. Es wird kommen, wenn wir nichts unternehmen. Vieles, was wir tun können, auch die Gebiete, von denen wir jetzt wissen, die sich so aufheizen, dass sie praktisch dieselben Temperaturen haben wie die Mitte der Sahara-Wüste jetzt, dass wir sie so ausgestalten durch Bewaldung, durch Einbinden von neuen Wasserregimen, von neuen Anbauprinzipien, von Beschattung und so weiter, dass wir dafür sorgen, dass diese Gebiete auch weiter bewohnbar bleiben und dadurch den Migrationsdruck zu mildern. Und das ist eine völlig neue Entwicklungsaufgabe, die völlig unbekannt ist. Aber jetzt natürlich kristallklar vor uns liegt. Aber diejenigen Menschen, denen wir nicht helfen können, die nicht dort bleiben können, weil der Regenwald oder die Feuchtgebiete in Savanne oder Wüste sich verwandeln und nichts getan wird dort, die müssen wir dann dort unterbringen, auch bei uns unterbringen, in denen es wirtschaftlich, ökonomisch und auch im Sinne von Fortschritt hilfreich ist. Und da kann man nur sagen, diese Migranten- oder Migrationsströme gab es immer schon in der Geschichte der Menschheit und sie haben immer nur kulturelle Bereicherung geschaffen, dort, wo sie gut gemanagt waren. Dort, wo sie nicht gut gemanagt waren, hat es eben zu Krisen und auch Kriegen geführt. Und die wollen wir unbedingt vermeiden. Wir wollen das Gute sehen in der Chance dieser weltweiten Bewegung, die größtenteils oder zu einem sehr signifikanten Teil nicht aufhaltbar sind. Wir werden auch keine Mauer um Europa ziehen können. Und selbst wenn wir es könnten, werden unsere moralischen und ethischen Werte und Systeme in Europa es nicht zulassen, dass wir Menschen, die in größter Not sind, nicht helfen. Das heißt, wir werden uns diesem Problem annehmen und stellen müssen. Dritter Punkt. Das ist das, was wir gerade versuchen zu unternehmen, zu befördern mit der Energiewende. Die gezielte Umstrukturierung fossiler Industrien durch technische Substitutionsprogramme, die Beseitigung fossiler Subventionen und, wo nötig, strukturelle Maßnahmen wie Transformationshilfe sowie der sofortige Abbau der massiv blockierenden Regelungen für erneuerbare Netze, Speicher und distributive Systeme, gestützt durch die neue Energiemarktordnung. Das heißt, Herr Dröge, wir müssen die Transformation von einer fossilen zu einer regenerativen Wirtschaft und Energienutzung zu Ende führen. Wir leben in einer industriellen Revolution.
vergleichbar ist mit früheren industriellen Revolutionen, nur versuchen wir sie im Augenblick aufzuhalten durch alle möglichen Maßnahmen, die Vergangenheit zu bewahren. Wir müssen nur aufhören, die Zukunft zu bremsen. Wir müssen ihr erlauben, den natürlichen Vektor weiter zu verfolgen zu einer regenerativen Zukunft, von der wir schon heute wissen, was sie verspricht. Wir wissen schon heute, was erneuerbare Energien leisten, was regenerative Produktionssysteme leisten, was organische Landwirtschaft leistet und so weiter. Wir müssen nur aufhören, sie einzuschränken und zu fesseln und ihr freien Lauf verschaffen. Dazu gehört auch der vierte Punkt. Da heißt es, das Ersetzen von Arbeitsplätzen in den fossilen Industrien durch priorisierte Strukturreformen hin zu regenerativen Branchen. Das heißt, aufs deutsche Beispiel übertragen, Kohleausstieg 2038, indem man so lange die Arbeitsplätze in der Kohle erhalten werden oder will, geht nicht. Wir wissen heute schon, dass viele Firmen sich schon seit Jahren, in denen es schon bekannt war, dass der Kohleausstieg kommt, sich schon umstrukturiert haben. Sie haben sich umorientiert. Es ist äußerst frustrierend für diese zukunftsdenkenden Branchen und Firmen, die schon in der Lausitz und anderen Bereichen auf die Zukunft warten, zu hören, dass die Zukunft noch mal eine halbe Generation länger auf sich warten lässt. Warum nicht heute beginnen? Warum nicht diese strukturellen Veränderungen, von denen wir wissen, dass sie nur Gutes bringen, zu schaffen und damit dann auch eine Beschäftigungspolitik Tür und Tor öffnen, die eine visionäre oder auch positive, integrative und auch innovative Zukunft bedeutet für heute Beschäftigte. Die Umschulungen sind nicht so dramatisch, dass sie nicht auch von älteren Menschen geschaffen werden können. Viele dieser Arbeitsfähigkeiten, die in fossilen Industrien nötig sind, sind auch in Erneuerbaren nötig. Und ich sehe eigentlich wirklich nur Chancen darin. Und wir als Organisation wissen natürlich auch den unglaublichen Aufschwung an Beschäftigungszahlen, die die Erneuerbare Revolution in den letzten 10 Jahren geschaffen hat. Das wird alles jetzt abgedeckelt und heruntergefahren, aber das ist natürlich wieder nicht im Interesse der Arbeitenden, nicht im Interesse der Beschäftigten, auch letztendlich nicht im Interesse der Gewerkschaften und die sich für Arbeitsrechte und Selbstversorgungsrechte durch gute Arbeit und Beschäftigung einsetzen. Noch immer steigen die Emissionen weltweit. Auch das Pariser Klimaschutzabkommen gestattet einigen Staaten die Ausdehnung von CO2-Emissionen. Es geht aber nicht um die Reduktion von Emissionen und es reicht nicht einmal die Null. In dem 5. Punkt schreibt Eurosolar, die Umkehrung von Emissionszielen ist die logische Schlussfolgerung aus der Erkenntnis, dass Klimaneutralität allein nicht genug ist und auch sogenannte Null-Emissionsziele allein nicht mehr ausreichen. Die weltweite Wirtschaft braucht Strategien, die geeignet sind, die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre zu reduzieren. Ist es so, Herr Dröge? Wir haben schon viel zu viel CO2 und Treibhausgase in der Atmosphäre. Wir müssen sie wieder rausholen? Ja, das ist genau richtig. Schon seit 30 Jahren wissen wir, dass wir zu viel CO2 in der Atmosphäre haben. Wir haben in 1988, als Eurosolar gegründet wurde, hatten wir schon 25% mehr CO2 in der Atmosphäre, als ein stabiler Level für 800.000 Jahre vorher gewesen ist. Er ist schon hochgeschnellt um 25% in diesen 50 Jahren von fossilen Emissionen. Seither hat sich das noch viel gesteigert auf über 50% über dem stabilen Level im CO2. Ebene. Und im Methan, übrigens ist die Methankonzentration in der Atmosphäre jetzt 3-mal so hoch, wie sie waren, als sie stabil waren. Methan ist ein viel flüchtigeres, kurzlebiges Molekül, eine chemische Komposition, die sich auflöst, aber die bleibt 20 bis 40, 50 Jahre in der Atmosphäre hängen. Und während sie da hängt, hat sie 50, 60, 70, 80 Mal so viel Treibhausgaseffekt für eine vergleichbare Menge von CO2. Das heißt, wir haben einen Überschuss. Es gibt nichts mehr
zu budgetieren. Da ist kein Treibhausgasbudget. Das haben wir ja schon lange aufgebraucht. Deswegen müssen wir nach unten ziehen. Wir dürfen nicht auf 2 Grad, 2 Grad Anstieg zielen oder 1,5 Grad. Wir müssen auf 0 Grad anzielen. Das heißt, wir müssen wieder runter, wo wir waren, zumindest als Ziel. Wenn wir das Ziel nicht setzen, können wir es nicht erreichen. Das andere Problem, Herr Ferenczi, ist, dass wir immer über Null sprechen oder Emissionsreduktion auf Null verglichen mit welchem Jahr? Na, wir müssten ja eigentlich sagen, verglichen mit 1750 vor der Industrierevolution. Da war Null, Null. Ja, aber da, wenn man nicht mal im Feingedruckten, im Großgedruckten liest, im EU Green Deal, auch in der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, da ist es im Vergleich, also bis 2050 sollte man 85-90% Reduktion, Emissionsreduktion gegenüber 1990 schaffen. 1990 haben wir 25 Gigatonnen CO2 pro Jahr ausgestoßen. 1990 war ein massiver, jetzt sind wir auf 40 Gigatonnen und steigend. Das heißt, es ist ein gewisses ein Kartentrick, wo man sagt, ja, auf Null verglichen mit gestern. Ich trinke Null verglichen mit gestern, wo ich noch sehr betrunken war. Also diese Frage ist eigentlich gelöst, aber man muss schon aufpassen, wenn Leute sagen Null Emissionen, Klimaneutralität, verglichen mit was. Wir sagen, wie gesagt, wir müssen tatsächlich auf Null, aber das wäre natürlich schön gewesen vor 20 Jahren. Heute müssen wir unter Null zielen, denn wir haben zu viel im System. Wir müssen das abbauen. Es gibt ja die Überlegung, CO2 unterirdisch zu speichern, aber der Abbau ist damit eigentlich nicht gemeint. Es gibt viele andere Möglichkeiten, tatsächlich Treibhausgase wieder aus der Atmosphäre herauszuholen. Ja, natürlich die Meere tun das. Die Meere sind die effektivsten Mittel. Ein gesundes Meer, das kühl ist, nicht angeheizt oder sauer wird durch zu viel CO2, macht das Phytoplankton und andere Mikroorganismen machen das. Auf unseren Kontinenten an Land macht es am effektivsten der Boden. Ein gesunder landwirtschaftlicher Boden ist eine CO2-Senke, kann leicht erreicht werden durch gutes Management. Und das ist auch gesund für die Ernährung und kostet nicht viel. Das ist damit der effektivste Weg, in den sehr kurz mit sehr geringen Kosten CO2-Senken geschaffen werden kann. Feuchtgebiete, Moore, Wälder, gesunde Wälder, gut gemanagte Wälder tun das auch. Man muss also wirklich nur die biologischen Systeme erstmal anschauen, wie können wir die besser managen. Und dann gibt es natürlich auch andere technologisch ausgereifte oder interessante neue Wege, die auch entwickelt sind. Zum Beispiel im Süden Europas oder in sonnigen Gebieten Algenfarmen anzulegen, aus denen Algenöl gewonnen werden kann, das praktisch aus CO2 aus der Atmosphäre besteht. Aber dann das Öl nicht wieder verbrennen als Pseudo-Ökoöl, sondern, weil dann entweicht das CO2 wieder, sondern zu binden in Carbonfasern oder anderen Materialien, in denen sie verbaut werden, im Bauindustrie, im Flugzeugbau, im Autobau und so weiter. Also da muss eben diese Umkehrung der Emissionsrichtung geschaffen werden durch eine Wirtschaft, die wirklich Kreislaufwirtschaft ist, weil sie auch sich um den Müll in der Atmosphäre kümmert. Der muss ja auch gerecycelt werden. Der 6. Punkt, der ist schon lange überfällig. Die Einstufung fossiler Ressourcen als giftig. Ihre Förderung und Verbreitung sollte nach kurzer Übergangsfrist als nicht weiter vertretbar erklärt oder zumindest stark besteuert werden. Das ist noch sehr diplomatisch ausgedrückt. Eigentlich braucht es ein Verbot. Ja, das ist richtig. Es ist natürlich eine giftige Substanz, von der wir sprechen, die niemand trinken will. Von der Zapfsäule hat noch niemand genascht. Und eine fossil befeuerte und verschmutzte Luft, so wie sie in Europa, muss man gar nicht nach China oder andere Länder zeigen. In Europa ist es auch so, dass wir jedes Jahr über 100 Milliarden Euro an Gesundheitskosten haben, die nur auf fossile Luftverschmutzung zurückzuführen sind. Es ist ungesund. Man kann natürlich sagen, wir können ohne das nicht leben. Wir wissen jetzt, dass wir ohne das leben können. Von daher können wir auch sagen, wir können uns davon loseisen.
und dieses Jahr beginnen, also nicht eine Emissionssteuer einzuführen, sondern eine Quellensteuer sozusagen, dass man schon dort besteuert, wo das Zeug überhaupt erst abgebaut oder gefunden wird in den Ölfeldern. Und da eben die Anreize schaffen und sagen, oder die negativen Anreize schaffen, lasst es lieber im Grund. Das wollen wir erst gar nicht haben und dann müssen wir uns um die Emissionen kümmern am anderen Ende der Kette, sondern lasst es erstmal im Grund. Und dann schaffen wir auch diesen Übergang, die wenigen Jahre, die wir haben für einen Übergang, um dann wirklich voll erneuerbar zu agieren. Und da ist natürlich höchste Zeit, das Zeug tatsächlich als gesellschaftlich und gesundheitlich untragbares Gift zu bezeichnen. Der 7. Punkt betrifft nicht nur Länder wie Brasilien, in denen Regenwald abgerodet wird. Dieser Punkt betrifft auch uns. Auch in Deutschland gibt es massive Flächenversiegelung. Und der 7. Punkt von Eurosolar lautet: Der rapide Aufbau und die Regeneration gesunder, klimaaktiver, landwirtschaftlicher Böden, Feuchtgebiete und Wälder. Wie wir mit den Böden umgehen, wie wir mit dem Wasser umgehen, diese ökologische Katastrophe ist kaum beschreibbar. Und das ist unser größtes Gut. Das ist unser Erbe. Das ist, auf was wir blicken und uns wohlfühlen, wenn wir etwas Grünes oder Blaues sehen. Und dennoch kümmern wir uns nicht drum. Wir schaffen Parkflächen, versiegelte Flächen. Wir vernachlässigen die Wälder, sodass sie auch unter Klimaerhitzungen schneller leiden. Wir kümmern uns nicht um den Garten, der uns geschenkt ist. Jetzt ist es Zeit, das wirklich als Chance zu sehen und auch als große belohnende Aufgabe. Jeder ist im Herzen ein Gärtner, eine Nation, die so dem Boden verwachsen ist, dem Grün, dem Wald und auch der Landschaft, der Landwirtschaft muss sich endlich wieder bekennen zwischen den Stunden und Stunden von sozialen Medienberieselung aus dem Fenster zu schauen, mal hinauszugehen und 1, 2, 3, 4 Stunden in der Woche oder vielleicht auch am Tag verbringen als freiwillige oder auch bezahlte Person, Landwirtschaft wieder zu regenerieren, Forstregeneration zu betreiben, sich wirklich zu fokussieren auf das, was wir noch retten können und müssen und nicht gefroren in Angst, weil wir sehen, wie Wälder in anderen Ländern brennen. Wir haben die Wälder hier, die können auch brennen. Und wenn wir uns nicht darum kümmern, sie zu retten und CO2-aktiv weiter zu gestalten, dann haben wir keinen Grund, andere zu beschuldigen, dass sie etwas tun, was wir nie tun würden. Wir tun es, indem wir es nicht tun. Den 8. Punkt haben Sie schon mal angesprochen. Da heißt es in Ihrem 10-Punkte-Plan, die Umgestaltung der Bauwirtschaft und aller Industrien und Manufakturen in Carbon sequestrierende Prozesse. Dies bedeutet großmaßstäbliche Umwandlungen atmosphärischen CO2s in Holz, Carbonfasern und andere feste Carbonprodukte. Und das heißt, mal so populär ausgedrückt, Beton beim Bau ist passé. Beton kann mittlerweile auch mit viel weniger oder geringfügigem CO2-Ausstoß hergestellt werden, was natürlich viel wichtiger ist. Und das geschieht allerdings nicht wegen dem Interesse und den geringen Kosten von konventionellen Nutzung von Portland, Zement und so weiter. Aber was wir hier sagen wollen, dass anstelle von Zement in großen Mengen zu nutzen, benutzen wir es in geringfügigsten Mengen und nutzen lieber Holz oder andere Baumaterialien, die eben aus Carbon, aus atmosphärisch gewonnenem Carbon bestehen. Und dadurch binden wir in dem gesamten Aktionsradius unserer Industrie, nicht nur in der Bauwirtschaft, sondern auch in der Karosseriebau, im Flugzeugbau, im Straßenbau und so weiter, relativ große Mengen an CO2. Und das ist ein Umdenken, ein Umkehren des Zykluses, der sagt, da ist eine Ressource, die wir jahrzehntelang in die Luft geblasen haben. Wir müssen sie wieder finden und wir müssen Wege finden, sie wieder zu nutzen und umzuwandeln. Und wir wissen, wie es geht. Der 9. Punkt ist die gute Botschaft. Das, was wir machen müssen, heißt ja nicht, dass unser Leben schlechter wird. Es wird nur anders.
Und eigentlich bedeutet es Fortschritt. Und eigentlich sind wir der Meinung, dass Fortschritt an sich nichts Schlechtes ist. Und deshalb ist der 9. Punkt, dem 10-Punkte-Plan von Eurosolar, so formuliert. Volle Ausschöpfung der noch nie dagewesenen Produktivitäts- und Innovationsschübe für massiven Ausbau hochwertiger Beschäftigungsmöglichkeiten für alle Bürgerinnen und Bürger, bestehende und neue Migranten. Das ist eine gute Botschaft und dazu gehört auch, die Migranten, die kommen, sind nicht unsere Feinde, sondern wir brauchen sie. In der Tat. So eine blühende Industrie, die von den alten Fesseln befreit ist, hat einen großen Produktionsschub in diese neuen Märkte. Sie schafft viel höhere, qualitativ höher stehende Beschäftigung. Sie schafft auch viel mehr Beschäftigung. Das haben wir selbst erlebt in Deutschland durch eine Riesenwelle neue Beschäftigung, als das EEG noch aktiv war und eben erneuerbare Energieindustrien belohnt hat. Da müssen wir nicht wieder zurück, da müssen wir vorwärts. Da liegt die Zukunft, da liegt die unvermeidliche Industrieveränderung, die wir wollen. Und die drückt sich aus in besseren und mehr Beschäftigungszahlen. Und wenn wir diese wirtschaftliche, sagen wir, Mobilmachung schaffen hin zu einer regenerativen Wirtschaft, dann brauchen wir auch Arbeitskräfte. Wir brauchen mehr Arbeitskräfte, wir brauchen höher bezahlte Arbeitskräfte, wir brauchen Leute, die denken, die sich schulen lassen, die forschen, die Hand anlegen, wo man eben das für nötig hat in Landwirtschaft. Es ist ein Beschäftigungs Welle, die auf uns zukommt. Und ohne eben Zuwanderung, ohne Leute, wie wir sie brauchen von anderen Ländern, schaffen wir das nicht. Und dazu gehört auch eine Finanzierung, dass unsere Wirtschaftssysteme, unsere Finanzsysteme anders aussehen müssen. Sie erinnern sich noch an die Bankenkrise 2008. Finanzierungssysteme haben ganz wesentlich zu Krisen beigetragen und deshalb müssen wir unser Finanzierungssystem ändern, fordert Eurosolar im 10. Punkt. Da heißt es, ein neuer Finanzierungsmechanismus ist nötig, der langfristige Investitionen wie Defossilierung, landwirtschaftliche Reform und Bewaldung heute mit höherer Rendite belohnt als kurzfristige. Hierzu sind Zukunftsbanken gefordert, die Währungen mit investitionsanreizenden negativen Zinsen schöpfen und deren Ausgaben an nachhaltige Produkte und Dienstleistungen gebunden sind. Das hat zwei Aspekte. Einerseits es krankt unsere Wirtschaft daran, dass das Finanzsystem nur kurzfristige Investitionen und schnelle Renditen belohnt. Was wir heute abholzen können, ist mehr wert, als was in 50 Jahren noch als ein fantastischer Wald besteht. Und das ist ungesund. Wir brauchen ein Währungsfinanzierungssystem, das diese Logik umdreht und eher belohnt, was langfristig haltbar ist und auch in zukünftigen Generationen noch verfügbar ist. Dazu brauchen wir ein Finanzierungssystem, eine Methode, die diese Belohnung in der Zukunft heute verfügbar macht, aber nicht um sich neue fossil befeuerte Autos zu kaufen, sondern um ökologische oder regenerative Produkte und Dienstleistungen anzuwerben oder zu bewerben oder zu erstehen. Andererseits ist es auch so, denn wenn wir zum Beispiel das fossile Energiesystem betrachten, es hat jährliche Kosten. Es kostet uns, die Reaktoren und die Leitungen und so weiter aufrechtzuerhalten. Das sind Riesenkosten. Wenn wir erneuerbare Systeme kaufen und anlegen, dann kostet uns das auch was. Aber wenn wir das über 10, 20, 30 Jahre vergleichen, dann wissen wir, dass sogenannte riesige Differentialkosten entstehen, die viel geringer sind und manchmal negativ sind im erneuerbaren Bereich, während im fossilen Bereich weiter Ressourcen angekauft werden müssen. Also es lohnt sich sehr schnell, sehr hoch diesen Umstieg zu machen. Nur muss heute Geld ausgegeben werden, das erst in 10 oder 20 Jahren zur Verfügung steht, sozusagen als Einsparung. Das ist ein klassisches Finanzierungsmodell für eine Bank oder für eine Institution, kann auch öffentlicher Hand sein, privater Hand, kann eine Koproduktion sein, die eben diese Zukunftsmusik heute spielen lässt.
Und diese Verbindung, die Finanzierung einer lebbaren Zukunft heute renditefähig zu machen, das ist so essentiell in dieser regenerativen Wende. Das sind die 10 Punkte der regenerativen Dekade, die Eurosolar in Gang setzen will, auf den Weg bringen will. Und wenn Sie sich diese 10 Forderungen, die 10 Punkte einmal durch den Kopf gehen lassen, nur einfach aus dem Bauch heraus, dann werden wir als Bürgerinnen und Bürger sehen, das sind plausible Forderungen und es ist klar, dass darin eigentlich kein Weg dran vorbeiführt. Das ist eigentlich relativ gut kompakt zusammengefasst. Eurosolar ist eine europäische Organisation. Sie haben 14 Sektionen, aber Sie sind jetzt keine klassische politische Lobbyorganisation. Welche Aufgabe hat sich Eurosolar eigentlich genommen? Ursula hat sich die Aufgabe der bürgernahen Energiewende genommen. Umstieg auf Solar, Wind, Wasserkraft, die Bürger und Bürgervereinigungen hilft. Eine dezentrale Organisation, die in verschiedenen Sektionen agiert. Sie bedeutet eigentlich, dass wir eine europäische Vereinigung sind, aber nach deutschem Recht gegründet, weil es noch keine europäische Vereinigungsrechtslage gibt. Sobald sie gibt, werden wir auch umsteigen auf die europäische Rechtslage für unsere Vereinsstrukturen. Aber im Augenblick sind wir eben europäische Vereinigung nach deutschem Recht organisiert in 14 unabhängigen Sektionen. Wir sind keine Schirmgesellschaft, die hierarchisch operiert. Die sind unabhängige Organisationen, sind von uns natürlich sozusagen abhängig, dass wir sie genehmigen müssen durch Vorstandsbeschlüsse und so weiter. Die müssen unabhängige steuerbegünstigte Nichtregierungsorganisationen sein, die nach Vereinsrechten in den verschiedenen Ländern funktionieren. Darüber hinaus ist auch zu sagen, dass wir nicht EU-Member-staatsorientiert sind. Wir sind kontinentaleuropäisch aufgestellt. Unsere Sektionen reichen von den Niederlanden bis nach Russland und Georgien, von Spanien bis nach Österreich. Und die sind dort getrieben von Bürgern, von interessierten Wissenschaftlern, Leuten in allen Lagen der Wirtschaft, beschäftigt, unbeschäftigt, freiwillig, mit kleinen, sehr eleganten und sparsam finanzierten Sekretariats. In Bonn haben wir unser Büro. Dort wurden wir gegründet. Wir haben auch eine kleine Präsenz in Berlin, aber wir sind wirklich abhängig von 2 Finanzierungsquellen sozusagen als Verein. Eine sind die Veranstaltungen, die wir organisieren, Konferenzen, Seminare, Publikationen, aber auch Weiterbildungsveranstaltungen und Preise, Solarpreise, deutschen Solarpreis, den europäischen Solarpreis jedes Jahr. Und dafür gewinnen wir interessierte Beiträge durch Stiftungen und manchmal auch gemeinnützig orientierte Banken, die sich sagen, okay, das finden wir gut, für 5 Jahre werden wir das unterstützen und so. Das ist die Hälfte unseres Einkommens, die andere Hälfte kommt aus Mitgliederbeiträgen, die verschwindend klein sind. Also für jemanden unter 23 sind das 25 Euro pro Jahr, für jemanden über 23 sind das 65 Euro pro Jahr. Für Individuen ist ein verschwindend kleiner Betrag, der uns natürlich hilft in 2 Wegen. Einerseits durch die Finanzierung unserer Aktivität, ohne Profite einzuwirtschaften. Als Verein dürfen wir das nicht. Und zweitens durch die Mitarbeit. Denn Ausdruck unserer Arbeit ist ja in andere Aktivierung und Interesse anderer Bürger und Bürgerinnen und deren politischen und auch gesellschaftlichen Engagement für die Energiewende, die wir benötigen und die ja der Grundbaustein einer regenerativen Zukunft ist. Und wir hoffen, dass wir viele Mitglieder gewinnen können. Wir haben auch eine neue Plattform aufgebaut, europäische Mitgliedschaft. Man muss nicht unbedingt in einem Land sein, in dem es Sektionen gibt. Wir haben nur 14 Sektionen, 14 Ländern. Es gibt 750 Millionen Europäer.
Wir wollen nicht 750 Millionen Mitglieder, wir wollen engagierte Mitglieder in ganz Europa, insbesondere natürlich auch in Deutschland. Und unsere deutsche Sektion ist die, kann man sicher sagen, die stärkste, fokussiert auf die deutsche Politik, deutsche Energiewende, auf deutsche Aktivitäten, Aktionen von Landwirtschaftsenergiewende bis Stadtwerke. Deutschen Solarpreis habe ich genannt. Wir haben eine Solarstadt-Symposium jedes Jahr. Wir sind wirklich offen gegenüber Ideen und Anforderungen seitens unserer Mitbürgerinnen und Bürger. Und da bin ich auch sehr stolz, dass wir sehr horizontal organisiert sind, abhängig von individuellen Initiativen, aber auch geleitet von starken und motivierten Vorständen und Kuratorien. Eurosolar ist also ein riesiges Netzwerk. Die Euro-Solarpreise sind der Oscar, den es in diesem Bereich gibt. Das ist die wichtigsten Preise, die vergeben werden. Es ist ein Netzwerk von Menschen, die sich um regenerative Energie und Klimaschutz auf der Welt bemühen. Warum das so wichtig ist, ich kann Ihnen das nur so vermitteln. Sie kriegen sicherlich viele Nachrichten, viele Aussagen, die auch diese Bedrohung, über die wir am Anfang der Sendung gesprochen haben, immer wieder klar machen und immer wiederholen. Aber wir alle haben schon viele apokalyptische Botschaften wahrgenommen. Mir ist aber in meiner Arbeit und Bemühungen um die Energiewende klar geworden, wie dringlich das Problem wirklich ist. Ich habe verstanden, dass wir tatsächlich an einem Punkt sind, an dem sich die Menschen innerhalb einer Generation dabei sind, selber auszurotten. Das klingt apokalyptisch, das ist es nicht. Das ist ein Fakt. Auf diesem Weg sind wir gerade. Und um das zu bekräftigen, möchte ich Ihnen noch einen Satz aus dem Euro-Solar-Papier vorlesen. Da heißt es: Gegenwärtig werden durch fossile Energieverbrennung pro Jahr etwa 40 Gigatonnen Sauerstoff vernichtet. Wir zerstören die Luft, die wir atmen, Herr Dröge. Ja, und wir auf der einen Seite zerstören wir den Sauerstoff. Da ist eine messbare, natürlich wegen dem großen Sauerstoffvolumen, relativ geringfügige Reduktion atmosphärischem Sauerstoff zu messen. In den Ozeanen sinkt der Sauerstoffgehalt, gleichzeitig steigt der Methangehalt. Und 40% des Methanüberschusses ist direkt auf fossile Industrien, Erdgas, Erdöl und so weiter zurückzuführen. Das ist ein Riesenausstoß, während wir unglaubliche Mengen Sauerstoff zerstören. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen und fragt sich natürlich, wie wir dann ohne die Überzeugung, die regenerative Dekade, die hier schon begonnen hat, in der wir ja gerade sind, mit Spannung, Energie, aber auch mit Bereitschaft und Forderung angehen. In diesem Jahr, im Frühjahr, hat unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Rede gehalten und hat gesagt, es ist ernst. Und sie meinte die Corona-Krise. In allen Bemühungen, die Corona-Ausbreitung aufzuhalten, geht es darum, Millionen von Menschenleben zu retten, was berechtigt ist. Aber Herr Dröge, wenn man sich den Klimawandel anguckt, muss man sagen, da ist es ja noch ernster als bei Corona. Denn es geht ja wirklich darum, Milliarden von Menschenleben zu retten, die Spezies zu retten. Ist das so? Ja, und uns selbst natürlich. Corona ist eine große Bedrohung, aber nichts verglichen mit der Klimabedrohung. Das bedeutet nicht, dass das eine andere Bedrohung ist, es ist dieselbe Bedrohung. Wir reisen durch die Corona-Bedrohung, ohne wirklich zu merken, dass es auch eine klimaausgelöste Krise ist. Eine Frage der Globalisierung, eine Frage der Zerstörung der Natur, eine Frage des Auslöschens unseres eigenen natürlichen Basis, die sich dadurch rächen, dass gewisse Viren freigesetzt werden. Wichtig ist natürlich, dass dieser Satz von Angela Merkel auch gleich weiterinterpretiert wird. Ja, es ist ernst. Und die Mittel, die wir auf die Corona-Krise verwenden, müssen auch verwendet werden, um die Klimabedrohung
zu lösen. Das heißt, wir haben nicht doppelt so viele Gelder auszugeben. Jeder Euro, der verwendet wird auf die Corona-Stimulus und Corona-Maßnahmen, muss auch gleichzeitig messbar und nachweisbar der regenerativen Transformation unserer Wirtschaft dienen. Sonst ist es eine unglaubliche Verschwendung an Zeit und Ressourcen und auch eine Verschwendung an politischem Kapital. Wenn wir dann nächstes Jahr sehen, und übrigens, was wir euch verschwiegen haben, ist der Klimawandel weitergelaufen. Jetzt brauchen wir nochmal so und so viele Billionen Euro. Das geht nicht. Wir haben auch die Zeit nicht. Und wir wissen, dass die Finanzierungsziele, die Kapitalflüsse, die für Corona nützlich sind, ebenso und viel nützlicher sind in der Klimastabilisierung und der Regeneration unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Herr Drüge, wir haben die Sendung angefangen mit den riesigen Methanmengen am Meeresboden der Latevsee, die sich langsam sozusagen Richtung Oberfläche und Atmosphäre bewegen. Wir haben über das Auftauen der Permafrostböden gesprochen. Wir müssen das unbedingt aufhalten, denn wenn wir das nicht tun, dann sind die CO2-Emissionen, die die Menschen dagegen emittieren, fast ein Witz, oder? Sind kein Witz, aber natürlich geringfügig verglichen zu dem Risiko, 1400 Gigatonnen Methan zu remobilisieren aus dem Arktischen Meer allein. Die regenerative Dekade hat begonnen. Ich lade Sie ein. Gehen Sie auf die Webseite von Eurosolar. Gehen Sie auf dieses Papier. Es ist noch ein Arbeitspapier. Der Link zu diesem Papier und zu Eurosolar finden Sie in der Beschreibung auf YouTube. Und, Herr Dröge, Sie haben das Schlusswort. Den Klimawandel aufzuhalten, die Energiewende zu schaffen, ist eine Aufgabe der Zivilgesellschaft und es ist die wichtigste Aufgabe. Ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit und auch für die Zusammenarbeit in dieser wichtigen und kritischen Zeit, die nicht mit einer marginalen Klimawende zu verwechseln ist, sondern eine existenzielle, zentrale Aufgabe und Verantwortung aller unserer Regierungen und unserer leitenden Persönlichkeiten im politischen Bereich geworden sind. Und nur durch dieses Fokussieren auf diese gemeinsame gesamtgesellschaftliche Aufgabe können wir meistern, was wir meistern müssen. Herzlichen Dank. Wir werden nicht dystopisch. Die regenerative Dekade hat begonnen. Wir werden das durchsetzen. Wir werden das schaffen. Wir sind die Energiewende. Guten Abend.